Okay. Okay. Wir suchen nach Edelstein. Ich habe Edelsteine gefunden. Wow, sind die groß. May I ask you something? You better ask someone else about that. Okay, die sind wirklich riesig. Schwarzer Opal, Herkunft Australien, Gewicht 40 Karat. Seltener Edelstein, vermutlich ein Bruchstück eines auf dem ein Meteorit. Ach, davon haben wir gelesen. Andreas Larsen, Luke Bukowski, lass mich raten, das sind Programmierer oder irgendwelche Leute, die sich dort verewigt haben. Dominic Sommer, ja, ich glaube, das sind Developer, die sich hier verewigt haben. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Can I ask you a question? I have no idea what you're talking about. Mein Problem ist, ich habe die schwarzen Opale gefunden. Okay. Excuse me, just one question. I'm sorry, but I've never heard of that. Kann mir jemand erklären, wann ChatGPT für John zum Heiligen Gral wurde? Vor kurzem. Und ich kann es nur... er hat völlig recht. ChatGPT ist fantastisch. Exciting, ain't it? I'll be right with you. Feel free to look around while I finish up. They're so black, it's like they absorb light. Rather hypnotic. Sieht wirklich cool aus. Also ich meine, das klingt doch schon Excuse me, fantastisch. just one question. Aber nicht die Antwort auf alles. I can't be of help. Prinzipiell hat ChatGPT die Antwort auf alles. May I ask you something? I have no idea what you're talking about. ChatGPT hätte die Antwort. This might be useful. I'll make a note. Sollten wir mal bekannte Temperatur messen? Warum? Das Bankhaus Evil Grey dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. Armitage Dillard, E. Hard, französisches Viertel, J. Atkinson, St. Thomas, französisches Viertel. Wir suchen ein A. Irgendjemand mit A. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist einer von den oberen drei. Also entweder H. Armitage, Erneson oder Jetkinson. Ja, jetzt muss ich wieder mit jemandem reden. Okay. Ach, die Frau ist fertig, gut. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you. Von dir habe Miss ich gelesen. Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Ja, stimmt, die hat bestätigt, dass das echte Steine sind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' Lüge. most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub?
Wir beobachten ihn mal schnell, damit wir ein paar Informationen über ihn haben. Er ist offensichtlich ein wohlhabender, überdimensionierter großer Feldhut. Er hält viel auf sich und... Oh, er ist der Sheriff. Eine Machtposition und er ist offensichtlich auch honoriert. Schützenkönig ist stolz oder will prahlen? Ja, er will prahlen, deswegen auch den übergroßen Hut. Achtet auf sein Äußeres, edler Stoff. Seine Fingerchen sind poliert. Eitel oder rechtschaffenes Image? Ich würde sagen, er ist eitel. Gepflegtes Äußeres, aber gefährlich. Oder... entweder er ist Exzentriker, der sehr auf sein rechtschaffenes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet, inklusive seiner Fingernägel. All dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen. Ist ein gnadenloser Mensch, der in der städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und jedem gefährlich werden kann. Oder auf Sheriff Grubb trifft der Satz, Hunde, die bellen, beißen nicht zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat, aber ist letztendlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde. Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, was wähle ich denn da? Was ist seine Persönlichkeit wohl? Ich finde gerade dieser große überdimensionierte Filzhut und dass er dieses Auszeichen trägt, das ist in meinen Augen ein Zeichen, dass es ein bellender Hund ist, der nicht beißt. Weil er sich aber nämlich, er fühlt sich so unwohl, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen und modischem Erscheinungsbild zu... Aber was sagen denn die Fingernägel? Die Fingernägel passen eigentlich eher hierzu, dass er gefährlich ist. Und ein recht gepflegtes Äußeres, aber gefährlich. I need your help. Was sagt ihr? Was ist seine Persönlichkeit? Dummer Hund? Nein, Cora ist kein dummer Hund. Cora ist ein toller Hund. Ein Knuddelhund. Ja, du Kuschelmaus. Kuschelmaus. Hä? Wie kann man nur so bescheuert sein? Es passte nur gerade 1A. Aber der Mustache wäre schon passt. Ja. Ist vorhin Leckerli aus der Tasche gefallen. Beim wieder reinkommen hat sie dann geschnuppert, aber sie hat es nicht genommen. Oh, sie ist so eine Brave. Da hat sie lieber dann hingesetzt und mich fröhlich angeguckt und gewartet, dass ich der Leckerli gebe. Oh, du bist so eine Brave. Keine Maus. Cora, Decke? Rennt jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit wieder hin und her. Ja, logisch. Nimm. Okay, oder geh. Also, Amy, du bist der Meinung, es ist ein dummer Hund, der nicht beißt? Der Typ? Okay, wenn du das sagst, Amy. Dann gucken wir mal, ob wir recht haben damit. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now,
Assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Ich glaube, wir haben den Falschen gewählt, Mighty die falsche fine Persönlichkeit. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Ich glaube, wir haben uns verschätzt. Aber wir haben neue Klamotten bekommen. Naja. Nein, das wollte ich nicht. Wir haben neue Klamotten. Oh, ich kann das Outfit nicht wechseln. Okay. Es ist Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Mr. Barnabys schlechten Ruf zu spüren bekommt. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Okay. Dann tun wir das mal. Wird bestimmt doch nichts Schlimmes unterwegs passieren. Wird nichts Schlimmes unterwegs passieren. Nichts Schlimmes wird passieren. Weird. Ich passe übrigens nicht auf, viel zu müde gerade. Was, Miami? Was? A pox on the crew. No, no! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Oh nein. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. How am I gonna fish him out? Anyone got a net? Wie viel Pech kann eine Person haben? Twice in one day? What are the chances? Genau meine Worte. You know, I think the look actually compliments you. Why bother changing it? Und jetzt? Aber wie können wir jetzt unsere Klamotten wechseln, wenn die jetzt hier alle ins Wasser gefallen sind? Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff.
Sorry, was that John talking or Frank? Go annoy someone else while I visit the nymph. The Nymph. Muss ich wirklich jemanden fragen, wo das ist? Schneiderei versuchen, wir haben ja kein Geld I know mehr. how this looks. Twice in one day. What are the chances? Excuse me, just one question. Can't say I've heard about that. Nee. Verstehe ich. Keine Ahnung, wo das sein könnte. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Wie ähnlich können wir uns bitte aussehen? Wie ähnlich können wir uns bitte sein? Can I ask you a question? No, honey, I've heard nothing. Rooms. Rooms available. Kabine 6, Kabine 2, Kabine 1. Kabine 6. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Das ist auch amerikanisch. Okay. Sie sagte zudem, dass eine gewisse Champagne alles über New Orleans wisse. Genau. Also ich finde auch, das ist ja eigentlich so der erste Punkt, den man anläuft. Also Kneipen, solche Etablissements, wie wir auch mal die nennen wollen, wenn ich nach Informationen und nach Personen suche, sind das doch, glaube ich, die Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Können wir Watson mit ihm nochmal hier Do you hingehen? know anything about this? No, I've never heard of it. But I can help you with something else. Nein, danke. Dunwich Pier. The only taste that truly satisfies. Okay, ich gehe mal wieder. Auf Wiedersehen. Dann gehen wir mal zu Champagne. Ein Fischdorf hinter dem Kreolenviertel. Oh Gott. Ist das Fischerdorf? Reden wir hiervon, wenn wir vom Fischerdorf reden? Ich sollte sagen, dass Champagner mit 2 Hunden in einem Fischerdorf lebt, und zwar in einer Hütte auf einem Boot. Hütte auf einem Boot? Aber das muss ja dann im Wasser sein, oder? Die haben eine Hütte mit einem Hund gefunden. Miau, miau. Oh, das ist das Fischerdorf. Ah, das sieht ja einladend aus. Hui. Kann ich jetzt mein Outfit eigentlich wechseln? Immer noch nicht. Meine Güte.
Da schaltet man andere Ausfritte frei und kann sie da nicht auswählen. Waren das mal alles Sümpfe? Oh. Oh, hier sind überall Alligatoren. Offensichtlich... Wo liegt denn eigentlich New Orleans? Could you help me? What makes you think I can be of any help? Wie kann man nur so gut aussehen und trotzdem so bescheuert sein? Danke, danke. Ich weiß, ich sehe gut aus. Aber ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Amerika aus, dass ich genau weiß, welche Stadt wo ist. Guck, küsst den Frosch. Hä? Jetzt gerade... Okay, warte. Gib mir eine Sekunde. Ich speichere ganz kurz, mache ich aus, dann gucke ich den Film. Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder, wenn ich den Film geguckt habe. Was für eine Frage, was für eine Aussage ist das denn? Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Südküste westlich von Florida. Ah ja, okay. Wir wissen jetzt damit automatisch, wer der Vorbesitzer ist. Gib mir noch eine Sekunde. Gib mir keine Sekunde. Und zwar... wir haben nämlich einmal die Täter mit den Wohltafeln. Und zwar ist es nämlich I. Arneson aus dem französischen Viertel. Das ist jemand mit A und aus dem französischen Viertel. Nope, das war's nicht. Bei dem Veräußerer der Edelsteine handelt es sich... Oh. I. Arneson aus dem französischen Viertel. A steht für Arneson. Careful. Nolans may look welcoming, but not every smile is friendly. Und wie kommen wir jetzt aber ins französische Viertel? Nur das Buch Neugier. I feel much better in this suit, even if it is not mine. Help me, please. Oh, I know this. Yeah, let me help you. Passanten gaben uns den Rat, vor dem Hafenamt eine Droschke zu nehmen. Okay. Hafenamt. Droschke. Will ich noch was erledigen? Ich weiß nicht, ob ich noch was erledigen will, muss darauf. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ich habe alles. Got a spot in mind. French Quarter and get us there fast. Schließe das 4. Kapitel ab. Okay. Das ist jetzt das 5. Kapitel. I'm not used to this warmth and humidity. Hopefully our Arneson has a shady garden.
You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Ja, wegen deiner Mom, ne? Die Tür war fest verschlossen. Alle Türen sind fest verschlossen. Oh nein, ich hing. Oh Gott, ich dachte schon, ich hing am Pferdi fest. Oh, was ist das? Eine Tür, die auch verschlossen ist. Und eine andere Tür, die auch verschlossen ist. Cool. So viele verschlossene Türen. Schönen guten Tag. Lord, help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!